Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Euch ist es sicherlich auch schon passiert, dass ihr bei einem Bausatz einmal so breitere Spalten gehabt habt, die es dann zu beseitigen gilt. Und heute möchte ich euch 3 Methoden zeigen, ja, wie ich solche Unstimmigkeiten bändige. Speziell ältere Bausätze oder solche Jahrgänge, die man als neu verkauft, die haben dort und da und je nach Hersteller Unstimmigkeiten in der Passgenauigkeit. Das kann von verzogenen Teilen bis zu Spalten führen, die man dann auffüllen muss. Gerade letzteres, das kann ein bisschen tricky sein, da man mit Spachtelmasse ja, oft immer weiterkommt. Daher zeige ich euch heute 3 Methoden, die sich bei mir bewährt haben. Und dazu habe ich da wieder ein Teststück vom letzten Mal. Nur, dass ich diese Rillen ein bisschen arg verbreitert und teilweise ja auch vertieft habe. Ja, und anhand von dem Teststück, da schauen wir uns jetzt 3 Methoden an, beziehungsweise man sieht es ja da schon, weil ich da schon was vorbereitet habe, zeige ich euch da 3 Methoden, wie man dem Ganzen ein bisschen Herr wird. Bei einem 2-Komponenten-Spachtel oder kurz 2K-Spachtel, da hat man diese zweifarbige Stange. Und wie der Name schon verrät, ja, da sind es 2 Komponenten. Ja, und alleine, da richten die nicht viel aus, man muss sie vor der Anwendung quasi aktivieren. Und dazu, da knetet man beides gut durch. Am besten, man macht sich da die Finger ein bisschen feucht, weil das Zeug klebt auch ziemlich. Ja, und dann machen wir doch das. Zwicken wir da ein bisschen was runter. Ist eigentlich eh schon fast zu viel für die kleine Fläche da. So. Ein bisschen Wasser. Finger raus. So. Und dann knetet man das Ganze gut durch. Zwischendrin immer mal die Finger nass machen. So. Da kann man sich ein bisschen austoben. So, da. Ja, und Gelb und Blau gibt ja bekanntlich Grün. Und das haben wir jetzt da auch. Wir haben da jetzt diese grüne Spachtelmasse oder diese grüne Masse. Ja, und haben wir jetzt das beides gut vermischt, dann heißt es ein bisschen zügiger weiterarbeiten, da die Masse dann doch relativ rasch anzieht. Ja? Und dazu drücke ich das jetzt noch ein bisschen auseinander. Ich brauche ja gar nicht so viel. Ja. Und gebe das da jetzt einmal rein. Und jetzt ein bisschen schöner wie bei meinem Test. So. Klebt schon wieder. Dann kann man das da noch ein bisschen reindrücken. Auch. Wie gesagt, immer wenn es zum Kleben anfängt, wieder ein bisschen nass machen die Finger. So, ich wollte das eigentlich schöner machen, gell? Ja. Macht man das ein bisschen nass. Und jetzt nehme ich da die Spachtel und drücke das Ganze da noch mal ein bisschen rein. Beziehungsweise das Ende ist besser. Drücke das Ganze da noch mal ein bisschen rein. So, jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen glatt streichen. So plus minus. So. So. Jo. Und jetzt muss das alles gut durchtrocknen. Ich gebe dem in der Regel
24 Stunden und danach ist es wirklich pickelhart, ja, und kann dann auch verschliffen werden. Und ja, ihr habt es vielleicht auch schon mal gesehen, beim Militärmodellbauer oder so, die machen mit solcher Spachtelmasse auch Sandsäcke oder Planen oder sonstiges. Kann man alles machen, weil solange das nicht ausgehärtet ist, kann man das in jede beliebige Form kneten. Ne? Das ist wie Knetmasse, wie Play-Doh. Und, ja, und härtet dann wirklich pickelhart aus. Relativ neu auf meinem Basteltisch, aber ebenfalls schon bewährt, da hat sich der Schwanheimer Füller oder Spezialfüllstoff. Dabei handelt es sich um ein ganz feines Pulver, das mit dem Schwanheimer Industriekleber reagiert und dann noch sofort aushärtet. Kleiner Warnhinweis vorweg, bitte arbeitet mit solchen Klebstoffen immer vorsichtig, da sie Finger und Augen sofort verkleben. Und dieses Pulver, ne, das sollte man auch nicht unbedingt einatmen. Die Anwendung, die gestaltet sich relativ einfach, auch wenn man vorher natürlich ein bisschen üben muss, denn das Pulver, das schießt da auch förmlich aus der Dose raus. Auch sollte man, wenn man relativ tiefe Sachen hat, in mehreren Schichten arbeiten. Da es passieren kann, dass man da zu schnell aufträgt. Ich weiß nicht, man sieht da schon beim, was ich vorbereitet habe, ist doch ein bisschen, fast, da habe ich schon fast ein bisschen zu viel erwischt, obwohl ich da ja geschaut habe, dass ich da sehr wenig drauf mache. Ja. Aber bei richtig tiefen Sachen oder bei ganz groben Sachen, ja, da spielt es dann nicht so die Rolle. So, aber der Reihe nach, zuerst geben wir mal das Pulver in die Vertiefung. So. Ja. Ihr seht so, das spritzt da richtig raus. So. Jetzt nehme ich da wieder die Spachtel. Fülle eigentlich nur die Rille damit auf. Überschuss einmal weg. So. Und jetzt geben wir den Industriekleber dazu. Ich habe ihm da diese Kanüle noch aufgesetzt. Da kann man nämlich dann sehr punktgenau auftragen. So, jetzt stinkt es auch einmal kurz. So. Und das war es auch schon. Ja. Das Pulver, ja, stinkt echt ein bisschen kurz. Das Pulver, das härtet sofort aus. Ich glaube, ihr hört es, wenn ich da drüber fahre. Ja. Und ja, je nach Unstimmigkeit, habe ich ja vorhin schon gesagt, wiederholt man dann das Ganze. Ja. Und ja, wenn man es dann fertig hat, dann kann man das dann auch noch verschleifen. Anfangs habe ich erwähnt, dass man mit Spachtelmasse nicht immer weiterkommt. Aber mit einem kleinen Kniff, da klappt es dann doch. Spachtelmasse hat nämlich die doofe Angewohnheit, dass sie sich beim Trocknen zusammenzieht und dann absackt. Bei kleinen Flächen oder so Auswurfmarken, da ist es jetzt weniger das Problem, aber bei breiteren Spalten, da wird es dann schon ein bisschen schwerer, da man doch, ja, dann doch öfters zur Tube greifen muss. Dabei gibt es einen einfachen Trick, und zwar legt man etwas Kunststoff in die Vertiefung. Ne? Das können jetzt Gussastreste sein, die man sich passend zurechtstutzt, oder halt da jetzt so ein Profil. Das ist jetzt einfach so ein, ja, ein dünner, flacher, ich nenne es jetzt mal Balken oder Streifen. So ein dünner Streifen ist das. Ja, seht, der ist recht dünn. So, und
den kann ich jetzt mit der Spachtelmasse quasi da drinnen verarbeiten. Dazu gebe ich ein bisschen Spachtelmasse da in die Vertiefung. Und lege dann gleich den Kunststoff mit rein. So. Ein bisschen andrücken mit der Pinzette. Und jetzt gehe ich dann einmal mit der Spachtelmasse drüber. So, das Ganze dann ein bisschen glatt streichen. Ja, dann auch da lasst man das dann schön aushärten. Das verhindert jetzt natürlich nicht, dass die Spachtelmasse absackt, das ist klar, das tut sie sowieso, aber durch das, dass wir ja da Plastik reingelegt haben, benötigt man weniger Spachtelmasse und sie sackt sich auch nicht so tief ab. Ne? Und vor allem braucht man weniger Durchgänge, bevor man dann alles schleifen kann. Ja, und nach dem Trocknen, ne, da schaut es dann so aus wie da, was ich schon vorbereitet habe. Da ist alles ausgehärtet, ne? Außer der Zweikachspachtel, der braucht halt wirklich lang. Ich habe den jetzt vielleicht, was ist er jetzt, glaube 5 Stunden oder so, habe ich den jetzt trocknen lassen, aber er ist immer noch, ja, er ist noch nicht ganz ausgehärtet, sagen wir so. Aber die beiden da, das wäre gut und da könnte man jetzt drüber schleifen. Ne? Natürlich macht man das nicht auf Teile, wo schon Farbe drauf ist, sondern auf rohe Teile. Und dann kann ich jetzt natürlich von ganz grob bis fein alles runterschleifen. Und sollte ich dann noch ein bisschen was haben, dann kann ich ja immer noch mit ein bisschen Spachtelmasse oder Flüssigspachtel drüber gehen. Und wenn es ganz, ganz feine Sachen sind, die dann noch übrig sind, da kann man dann natürlich auch mit einer Grundierung drüber gehen, die da als Microfiller dient. Dann ist das auch gut. Jo, das waren jetzt meine Methoden, um mit etwas breiteren Spalten bzw. fiesen Vertiefungen fertig zu werden. Und in der Videobeschreibung, da findet ihr noch einen Link zu Kleberkompass. Dort könnt ihr euch den Füller und viele weitere tolle Kleber von Schwanheimer holen. Bestellt ihr über den Link, dann kostet euch das nicht mehr, aber ihr unterstützt meinen Kanal. Ja, und jetzt seid ihr wieder gefragt. Wie geht ihr mit breiten Spalten und Vertiefungen um und welche Techniken wendet ihr an? Schreibt eure Tipps und Tricks und Fragen in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.